2, 1, 0. Ich sinke jetzt mit 94% herunter. Die Mondlandung der Apollo war eines der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Sie zeigte, wie weit Menschen bereit waren zu gehen, um ins Universum vorzudringen. Es war der erste Schritt auf dem langen Weg zu den Sternen. Und genau deshalb gibt es einige wenig bekannte Geheimnisse rund um dieses Ereignis. Die Apollo-Mondlandung war eines der am meisten im Fernsehen übertragenen Ereignisse der Geschichte. Und trotzdem wissen wir längst nicht alles. Hier sind 15 Geheimnisse über die Apollo-Mondlandung. Okay, jetzt sehen wir sie die Leiter herunterkommen. Apollo 11 hebt ab. Der Start der Apollo-11-Mission markierte einen historischen Moment in der Menschheitsgeschichte, die erste bemannte Landung auf dem Mond. Am 16. Juli 1969 um 9:32 Uhr Ortszeit zündeten die Triebwerke der gewaltigen Saturn-V-Rakete. Die Saturn V, mit über 363 Fuß Höhe, die größte Rakete, die je gebaut wurde, hob vom Kennedy Space Center ab. Millionen Menschen weltweit verfolgten den Countdown gespannt. Das Schicksal der Mission hing in der Schwebe. Mit ohrenbetäubendem Donner und gewaltiger Kraft, ein Beben, das meilenweit zu spüren war, stieg die Rakete empor. Die Boosterstufen wurden abgeworfen, während sie höher und höher flog, auf dem Weg zum Mond. Die Crew, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, war nun unterwegs, um Geschichte zu schreiben. Der Start demonstrierte die unglaublichen technologischen Fortschritte der Menschheit und ihren unermüdlichen Drang, das Unmögliche möglich zu machen. Roger, the EVA is progressing beautifully. Buzz Aldrin betritt den Mond. Am 20. Juli 1969 wurde Edwin Buzz Aldrin der zweite Mensch, der den Mond betrat, direkt nach Neil Armstrong. Als Mitglied der Apollo-11 Crew, zusammen mit Armstrong und Michael Collins, spielte Aldrin eine entscheidende Rolle beim Erfolg der Mission. Nach Armstrongs historischen ersten Schritten stieg Aldrin die Leiter des Lunar-Moduls hinunter und trat auf die Mondoberfläche. Er beschrieb den Anblick als Magnificent Desolation, eine prächtige, majestätische Öde. Vor ihm erstreckte sich eine karge, kraterübersäte Landschaft unter schwarzem Himmel. Während seiner Zeit auf dem Mond führte Aldrin zahlreiche Experimente durch, pflanzte die amerikanische Flagge, machte Fotos der Oberfläche und sammelte Gesteinsproben. Diese halfen, die Geologie und Entstehung des Mondes besser zu verstehen. Aldrin war auch der erste Mensch, der ein Selfie im Weltraum machte, allerdings bereits 1966 während der Gemini-12-Mission. Auf dem Mond fotografierte er sich ikonisch mit der Erde und dem Lunar-Modul im Hintergrund. Als Pilot des Lunar-Moduls war Aldrin maßgeblich an der Navigation und der sicheren Landung beteiligt. Seine Expertise sicherte den Erfolg. Sync-Sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines run. Lift-off. We have lift-off. 32 minutes after the hour. Apollo 11 in the sky. Die ersten Schritte auf dem Mond. Am 20. Juli 1969 wurde Neil Armstrong der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte. Seine berühmten Worte "That's one small step for man, one giant leap for mankind" sind seitdem in die Geschichte eingegangen und gelten als einer der größten Erfolge der Menschheit. Zusammen mit seinem Kollegen Edwin Buzz Aldrin landete Armstrong mit dem Apollo-11 Lunar-Modul auf der Mondoberfläche. Nachdem die Sicherheit des Moduls bestätigt war, stieg Armstrong die Leiter hinab und betrat als erster Mensch einen anderen Himmelskörper. Das Laufen auf dem Mond beschrieb Armstrong als magisch, eine karge, unbarmherzige Welt. Die Schwerkraft beträgt nur 1/6 der irdischen, sodass Armstrong und Aldrin mühelos hüpfen und springen konnten. Sie führten Experimente durch, sammelten Bodenproben und Gestein. Erkenntnisse, die unser Verständnis von der Entstehung des Mondes und der Geschichte unseres Sonnensystems erweiterten. Armstrongs historischer Mondspaziergang wurde von Millionen Menschen weltweit live verfolgt und markierte einen Meilenstein der Raumfahrt. Er bewies, wozu die Menschheit fähig ist, Grenzen zu überschreiten und den Horizont über die Erde hinaus zu erweitern. Both hands down about the fourth rung up there. You go.
Astronauten stolpern auf dem Mond. Die Apollo-11-Mission ist eine der ikonischsten der Raumfahrtgeschichte, die erste bemannte Mondlandung. Aber wussten Sie, wie oft die Astronauten hingefallen sind? Neil Armstrong und Buzz Aldrin verbrachten während ihrer 2 Mondspaziergänge insgesamt 2 Stunden und 36 Minuten auf der Oberfläche. In der geringen Schwerkraft des Mondes, nur 1/6 der irdischen, war das Bewegen ungewohnt und tricky. Laut Berichten und Biografien stolperte Armstrong kurz nach seinem ersten Schritt leicht und ging auf die Knie, fing sich aber sofort wieder. Aldrin fiel einmal, konnte sich aber noch vor dem Aufprall abfangen und stabilisieren. Insgesamt fielen sie während Apollo 11 nicht wirklich spektakulär um, im Gegensatz zu späteren Missionen, wo Astronauten öfter in Zeitlupe purzelten. Die schweren, steifen Raumanzüge behinderten die Beweglichkeit und die niedrige Gravitation machte es schwer, das Gleichgewicht zu halten. Der Körper wollte weiterfliegen, während die Beine nicht schnell genug reagierten. Trotz dieser kleinen Stolperer meisterten Armstrong und Aldrin alle Aufgaben perfekt. Sie sammelten Proben, setzten Experimente und kehrten sicher zurück. Es zeigt, selbst auf dem Mond gewinnt die Schwerkraft manchmal, aber die Menschheit gewinnt immer. Ist die Flagge noch auf dem Mond? Seit der Apollo-11-Mission gibt es Spekulationen und Debatten über das Schicksal der amerikanischen Flagge, die Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond pflanzten. Viele fragten sich, steht sie noch? Buzz Aldrin beobachtete beim Start des Aufstiegsmoduls, wie der Abgasstrahl des Triebwerks die Flagge umwarf. Sie stand nur etwa 8 Meter vom Lunarmodul entfernt und war nicht tief genug verankert. Bilder des Lunar Reconnaissance Orbiters von 2012 bestätigen. Am Apollo-11 Landeplatz ist kein Schatten einer stehenden Flagge zu sehen, im Gegensatz zu den Flaggen der Missionen Apollo 12, 16 und 17, die noch aufrecht stehen und Schatten werfen. Unabhängig davon hat die intensive UV-Strahlung der unbarmherzigen Sonne ohne schützende Atmosphäre die Farben der Nylonflagge über Jahrzehnte gebleicht. Die einst lebhaften Rot-, Weiß- und Blautöne sind wahrscheinlich vollständig verblasst. Die Flagge ist heute weiß oder fast zerfallen. Dennoch bleibt die Symbolik unverändert. Das Pflanzen der Flagge war ein Meilenstein menschlicher Erfindungsgabe, Ausdauer und Zusammenarbeit. Es verkörperte Jahre harter Arbeit von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Astronauten und zeigte, dass wir das scheinbar Unmögliche erreichen können. Der Moment lebt weiter, egal ob die Flagge noch steht oder nicht. Die Flagge auf dem Mond pflanzen. Während der Apollo-11-Mission zählt das Pflanzen der amerikanischen Flagge zu den ikonischsten Momenten. Neil Armstrong und Buzz Aldrin errichteten die Flagge auf der Mondoberfläche, ein Symbol menschlicher Leistung und des Stolzes der USA auf diese historische Landung. Die Flagge maß 3,5 Fuß und war an einem speziellen Gestänge befestigt. Ein horizontaler Querbalken hielt sie ausgebreitet, da es auf dem luftleeren Mond keinen Wind gibt. So wirkte sie, als würde sie wehen, durch Falten aus der Verpackung und die Bewegung der Astronauten beim Aufstellen. Das Aufstellen war schwierig. Die harte, dichte Mondoberfläche ließ den Pfahl nur etwa 18 Zentimeter tief eindringen, obwohl ein Hammer eingesetzt wurde. Doch in der geringen Schwerkraft hielt es stabil. Das Pflanzen der Flagge hatte symbolische und praktische Bedeutung. Es war das erste Mal, dass eine Nation ihre Flagge auf einem anderen Himmelskörper hisste, ein Beweis für die Fähigkeit der Menschheit, das Unmögliche zu schaffen. Gleichzeitig diente sie als Markierung für das Lunarmodul und als Orientierungspunkt für die weiteren Mondspaziergänge. Später wurde die Flagge vom Start des Aufstiegsmoduls umgeweht, doch das Bild von Aldrin neben der flatternden Flagge bleibt eines der berühmtesten der Raumfahrtgeschichte. Reporter fordert Neil Armstrong auf die Bibel zu schwören. Am 20. Juli 1969 wurde Neil Armstrong der erste Mensch, der den Mond betrat, mit den unvergesslichen Worten "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Doch selbst nach diesem monumentalen Erfolg sah sich Armstrong mit Zweifeln konfrontiert. Nicht von Wissenschaftlern, sondern von einem Verschwörungstheoretiker. Im Jahr 2010, Jahrzehnte später, stellte ihn Bart Sibrel zur Rede. Sibrel, ein bekannter Mondlandungsleugner, drängte Armstrong, die Hand auf eine Bibel zu legen und zu schwören, dass er wirklich auf dem Mond gewesen sei. Er gab sich als Reporter von ABC Digital aus und bot sogar $5.000 als Anreiz. Armstrong blieb ruhig und gelassen. Er wies den Bibelschwur zurück mit den Worten: "Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible."
Und weiter: Mr. Sibrel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Sibrel, you do not deserve answers. Dann ging er einfach weiter. Ohne Debatte, ohne Rechtfertigung. Sibrel hatte schon zuvor Astronauten wie Buzz Aldrin belästigt. Solche Vorfälle zeigen die Hartnäckigkeit von Mondlandungsverschwörungstheorien, die trotz überwältigender Beweise weiterleben. Dennoch bleibt die Mondlandung eines der größten Triumphe der Menschheit. Ein Beweis für Mut, Ingenieurskunst und den unstillbaren Drang, das Unbekannte zu erobern. Die Astronauten riskierten ihr Leben, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Ihre Leistung wird für immer als Symbol menschlicher Neugier und Entschlossenheit strahlen, unabhängig von den Stimmen der Zweifler. Mr. Armstrong, ABC Digital, want to give you the opportunity to swear in the Bible that you walked on the moon. Die Explosion der Raumfähre Challenger. Die Challenger-Katastrophe war eines der tragischsten Ereignisse der Raumfahrtgeschichte und erschütterte die Welt tief. Am 28. Januar 1986 startete die Space Shuttle Challenger vom Kennedy Space Center in Florida, an Bord 7 Astronauten. Der Start war mit Spannung erwartet, denn Christa McAuliffe, eine Lehrerin aus New Hampshire, sollte als erste Bürgerin im All, im Rahmen des Teacher in Space Programms, mitfliegen und Unterricht aus dem Orbit halten. Doch nur 73 Sekunden nach dem Abheben explodierte die Challenger in der Luft. Alle 7 Crewmitglieder, Francis Dick Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Alison Onizuka, Judith Resnick, Gregory Jarvis und Christa McAuliffe, kamen ums Leben. Die Ursache? Ein Versagen der O-Ringe am rechten Feststoffbooster. Diese Gummiringe sollten heiße Gase abdichten, doch die ungewöhnlich kalte Morgenluft machte sie spröde und starr. Sie konnten die Fugen nicht richtig abdichten. Heiße Gase strömten aus, schmolzen den externen Tank und lösten die Katastrophe aus. Es war das erste Mal, dass Astronauten während eines bemannten Flugs getötet wurden. Die NASA geriet in eine tiefe Krise. Das Shuttle-Programm wurde für 32 Monate ausgesetzt. Eine unabhängige Kommission untersuchte den Vorfall gründlich. Ingenieure hatten vor dem Start vor den Risiken bei Kälte gewarnt, doch das Management hatte die Bedenken ignoriert. Die Tragödie führte zu umfassenden Sicherheitsverbesserungen, bessere Dichtungen, strengere Wetterkriterien und eine Kultur der offenen Kommunikation. Mr. Armstrong, ABC Digital One wants to give you the opportunity to swear in the Bible that you walked on the moon. Apollo 11 bei der Wiedereintritt. Die Rückkehr der Apollo-11-Mission markierte das dramatische Ende der ersten bemannten Mondlandung. Nach mehr als 8 Tagen im Weltraum, mit wertvollen Mondgesteinsproben und wissenschaftlichen Daten an Bord, mussten die Astronauten sicher zur Erde zurückkehren. Kurz vor dem Wiedereintritt trennten sich das Kommandomodul Columbia und das Servicemodul. Das Servicemodul wurde abgeworfen und verglühte in der Erdatmosphäre. Das Kommandomodul mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins an Bord trat in die Atmosphäre ein, mit einer Geschwindigkeit von etwa 36.000 Fuß. Die Reibung erzeugte extreme Hitze, bis zu 5.000 Grad Fahrenheit an der Oberfläche. Der ablative Hitzeschild am Boden des Moduls schmolz kontrolliert ab und schützte die Astronauten vor der Hölle des Feuers. Während des Wiedereintritts erlebten sie Belastungen von bis zu 6,5 Gramm, mehr als das 6-fache der Erdschwerkraft, was Atmen und Bewegen extrem erschwerte. Trotz dieser enormen Kräfte und des Kommunikationsblackouts von mehreren Minuten gelang der kontrollierte Durchflug. Die Fallschirme öffneten sich planmäßig. Erst die Bremsfallschirme, dann die Hauptschirme. Am 24. Juli 1969 um 16:50 Uhr Universal Time Coordinated wasserte Columbia erfolgreich im Pazifik auf, nur 13 Meilen vom Bergungsschiff USS Hornet entfernt. Ein Navy-Helikopter holte die Astronauten an Bord, wo sie in einer mobilen Quarantäneeinrichtung untergebracht wurden, um mögliche Mondkeime auszuschließen. Exploded Flight Director confirms that we are looking at, are you checking with the recovery forces to see what can be done at this point? Raumanzug von einem Dessous-Hersteller. Wenn man an die Raumanzüge der Apollo-11-Astronauten denkt, erwartet man hochmoderne Technologie und futuristische Materialien. Doch die Wahrheit ist überraschend. Die ikonischen Anzüge wurden von einer Firma hergestellt, die vor allem für Damenunterwäsche bekannt war, Playtex, berühmt für BHs und Mieder. Playtex gehörte zur International Latex Corporation in Dover, Delaware.
In den frühen 1960er Jahren gewann ILC den NASA-Auftrag gegen große Rüstungskonzerne wie Hamilton Standard und BF Goodrich, dank ihrer Expertise in flexiblen, haltbaren und körpernahen Kleidungsstücken. Die Anzüge bestanden aus 21 Schichten, eine Mischung aus Neopren, Nylon-Trikot, Gummi, Beta-Gewebe und mehr. Sie mussten druckdicht sein, Vakuum, extreme Temperaturen und Mikrometeoriten aushalten und gleichzeitig genug Beweglichkeit bieten, um auf dem Mond zu gehen, zu bücken und Werkzeuge zu bedienen. Der Clou? Die Anzüge wurden fast komplett von Hand genäht, von erfahrenen Näherinnen, die sonst BHs und Mieder fertigten. Sie nutzten Couture-Techniken für präzise Passform und erfanden flexible Faltenbälge aus neoprenverstärktem Nylon-Trikot, die Schultern, Ellenbogen, Knie und Hüften beweglich machten. Stahlseile im Inneren hielten die Form unter Druck. Zusätzlich ein neuer Helm mit breiterem Sichtfeld und ein Belüftungssystem regulierten Temperatur und Feuchtigkeit. Trotz der unkonventionellen Herkunft retteten diese Anzüge Leben. Sie schützten Armstrong und Aldrin vor dem Vakuum und der harten Mondumgebung, ermöglichten Experimente und machten die erste Mondlandung möglich. Ein perfektes Beispiel dafür, wie scheinbar alltägliche Expertise, hier aus der Modebranche, die Grenzen des Weltraums eroberte. Buzz Aldrin erklärt, die Mission stand kurz vor dem Abbruch. Die Apollo-11-Mission war eines der größten Erfolge der Menschheit, doch sie hing am seidenen Faden. In Interviews hat Buzz Aldrin enthüllt, wie knapp die Mondlandung fast abgebrochen werden musste. Während des Abstiegs mit dem Lunar-Modul Eagle überlastete ein Problem den Bordcomputer. Der Rendezvous-Radar, eigentlich für ein mögliches Abbruchmanöver und das Andocken an Michael Collins im Kommandomodul gedacht, war von Aldrin bewusst eingeschaltet geblieben. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, um im Notfall Zeit zu sparen, wich aber von der Checkliste ab. Durch eine Designschwäche und falsche Einstellung bombardierte der Radar den Computer mit unnötigen Daten, er stahl bis zu 13% der Rechenleistung. Das löste mehrmals die berüchtigten 1202-Alarme aus, Executive Overflow, der Computer war überfordert und rebootete teilweise. Mission Control in Houston Sekunden vor der Entscheidung. Abbruch? Doch der Softwareentwurf war genial. Er priorisierte automatisch die kritischen Landeaufgaben und ignorierte weniger wichtige Prozesse. Die Alarme waren Warnungen, kein Totalausfall. Aldrin bemerkte sogar den Zusammenhang und bat Houston um die Daten, statt sie selbst abzurufen. Trotz der Panik landete Neil Armstrong manuell, mit nur Sekunden Treibstoff übrig, sicher in der Sea of Tranquility. Es war ein Beweis für Mut, Können und cleveres Engineering. Die Astronauten riskierten alles, um die Grenzen des Weltraums zu erobern. Der Moment zeigt, selbst bei höchster Spannung siegt die Vorbereitung und die Menschheit schreibt Geschichte. Öffentliche Meinung zur gefälschten Mondlandung. Seit der historischen Apollo-11-Mission 1969 hält sich bei einer kleinen, aber lautstarken Minderheit die Überzeugung, die Mondlandung sei gefälscht gewesen. Trotz überwältigender Beweise, Fotos, Videos, 382 Kilogramm Mondgestein, Laserreflektoren, unabhängige Beobachtungen von Sowjetunion bis heute, verbreiten Verschwörungstheoretiker die Idee eines riesigen US-Regierungscover-ups. Häufige Argumente der Leugner: Die Technologie der 1960er sei nicht ausgereift gewesen, die Van Allen-Strahlungsgürtel tödlich oder die Landung unmöglich. Wissenschaftlich widerlegt. Die Apollo-Missionen umflogen die gefährlichsten Zonen schnell, die Strahlendosis war gering und die Technik funktionierte. 6 erfolgreiche Landungen bis 1972. Aktuelle Umfragen zeigen, in den USA glaubte 1999 nur 6% an eine Fälschung. Neuere Studien, zum Beispiel 2021 Carsey UNH 10-12%, YouGov Economist 2021, 2023 bis 18% wahrscheinlich gestaged, deuten auf einen leichten Anstieg hin, besonders bei Jüngeren, die die Ereignisse nicht live miterlebt haben. In Europa bis 25%, in Russland teils über 50%. Die Hartnäckigkeit der Theorie hängt oft mit Misstrauen gegenüber Regierung, Medien und Institutionen zusammen, ein Bedürfnis, Autoritäten zu hinterfragen. Dennoch bleibt die Mondlandung eines der am besten dokumentierten Ereignisse der Menschheit.
Kein glaubwürdiger Beweis für eine Fälschung existiert, während tausende Wissenschaftler, Ingenieure und unabhängige Quellen den Erfolg bestätigen. Es ist eine Baseless-Verschwörung und doch ein Mahnmal dafür, wie Skepsis in Zweifel umschlagen kann. Der Lunar Rover auf dem Mond. Der Lunar Roving Vehicle, oder kurz Moonbuggy, war eine bahnbrechende Erfindung. Er ermöglichte den Astronauten, die Mondoberfläche mit nie dagewesener Geschwindigkeit und Reichweite zu erkunden. Entwickelt von Boeing und General Motors für die NASA Ende der 1960er Jahre, kam der Rover nur bei den letzten 3 Apollo-Missionen zum Einsatz: Apollo 15, 16 und 17. Das Fahrzeug war leicht, faltbar und batteriebetrieben, nur etwa 210 Kilogramm schwer, 4 Elektromotoren, 2 Batterien, Höchstgeschwindigkeit bis zu 18 Kilometer pro Stunde, Reichweite theoretisch bis 92 Kilometer, real gefahren bis zu 36 Kilometer in einer Mission. Genial! Der Rover ließ sich zusammenfalten und passte in einen kleinen Stauraum des Lunar-Moduls. Auf dem Mond entfalteten die Astronauten ihn in nur 20-30 Minuten, fast alles per Seilzug und mit Anweisungen von der Erde. Ausgestattet mit TV-Kamera, Laserreflektor, Bohrer, Schaufel und Navigationssystem fuhren je 2 Astronauten, einer am Steuer, der andere als Navigator. Dank des Rovers erkundeten sie viel größere Gebiete als je zuvor. Dutzende Kilometer statt nur wenige 100 Meter. Sie sammelten mehr Gesteinsproben, platzierten Experimente und gewannen tiefe Einblicke in die Geologie, Kraterbildung und die Entstehungsgeschichte des Mondes. Erkenntnisse, die bis heute unser Verständnis des Sonnensystems prägen. Der Lunar Rover war mehr als ein Auto. Er war der Schlüssel zu einer neuen Ära der Mondforschung und zeigte, wie cleveres Design die Grenzen des Erreichbaren sprengte. Heute dient er als Vorbild für die Rover zukünftiger Missionen. Bald rollt der nächste Moonbuggy wieder über den Mond. Warum wir aufgehört haben, zum Mond zu fliegen. Am 7. Dezember 1972 stieg Eugene Cernan als letzter Mensch wieder in das Apollo-Lunar-Modul ein und schloss die Luke. Mit den Worten "We live as we came" and "God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind" beendete er die Ära der bemannten Mondlandungen. Seit Apollo 17 hat kein Mensch mehr den Mond betreten, und das hat mehrere klare Gründe. Erste: enorme Kosten in schwierigen Zeiten. Das Apollo-Programm verschlang insgesamt etwa 25 Milliarden US-Dollar. Zur Zeit von Apollo 17 kämpfte die USA mit massiver Inflation, dem Vietnamkrieg und wachsendem Druck, Geld in soziale Programme, Armutsbekämpfung, Bildung und Umweltschutz zu stecken. Präsident Nixon kürzte das NASA-Budget drastisch. Von 4,4% des Bundeshaushalts 1966 auf unter 1% Ende der 1970er. Zweite: nachlassender wissenschaftlicher Mehrwert. Die ersten Missionen brachten bahnbrechende Erkenntnisse. Alter des Mondes, vulkanische Vergangenheit, keine großen Ressourcen, Mondgesteinanalysen. Spätere Missionen waren teurer, aber brachten weniger neuer Entdeckungen, mehr detaillierte Messungen und Experimente. Für viele Entscheidungsträger überwogen die Milliardenkosten die zusätzlichen wissenschaftlichen Erträge nicht mehr. Dritter: politischer und strategischer Wandel. Der Kalte Krieg und das Wettrennen mit der Sowjetunion waren der Hauptmotor des Apollo-Programms. Nach dem erfolgreichen Sieg 1969 fehlte der dringende geopolitische Druck. Die Sowjetunion konzentrierte sich auf Raumstationen, die USA auf das Space-Shuttle-Programm und bemannte Erdumlaufbahnen. Es gab keinen Feind, der eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond erforderte. Vierte: kein klares nächstes Ziel. Nach dem Erreichen des Kennedy-Ziels gab es keinen neuen, vergleichbar starken politischen Konsens für weitere Mondmissionen. Pläne für eine Mondbasis oder Mars-Missionen blieben auf dem Papier. Die Prioritäten verschoben sich zu wiederverwendbaren Raumfähren, Space Lab und später zur Internationalen Raumstation. Zusammengefasst: es war keine technische Unmöglichkeit, sondern eine Mischung aus Budgetkürzungen, fehlendem politischen Willen, nachlassendem wissenschaftlichem und strategischem Druck und veränderten nationalen Prioritäten, die die bemannte Mondexploration stoppte. Heute, mit Artemis, privaten Unternehmen wie SpaceX und neuen geopolitischen Motiven, kehren wir zurück. Diesmal mit dem Ziel einer nachhaltigen Präsenz. Cernans Worte könnten bald Wirklichkeit werden. Buzz Aldrin beschreibt die Mondoberfläche.
Als einer der ersten Menschen auf dem Mond gab Buzz Aldrin uns während der Apollo-11-Mission eine der eindrucksvollsten Beschreibungen unseres nächsten Himmelskörpers. Seine Worte "Magnificent Desolation" fassen die Stimmung perfekt zusammen. Eine prächtige, majestätische Öde. Aldrin schilderte die Oberfläche als feinen grauen Staub, so fein wie Pulverholz oder gepulverter Holzkohle. Dieser Regolith war extrem feinkörnig und haftete überall, an den Stiefeln, am Raumanzug, an den Werkzeugen. Jeder Schritt wirbelte eine kleine Wolke auf, die sich langsam wieder setzte. Ohne Atmosphäre gab es keinen Wind, der sie wegblies. Die Krater fielen ihm sofort ins Auge. Von winzigen Mulden bis hin zu riesigen Einschlägen, hunderte Meter breit. Diese Narben stammten von Milliarden Jahren Meteoriteneinschlägen und erzählten die Geschichte unseres Sonnensystems. Ohne Erosion oder Plattentektonik bleiben sie ewig erhalten. Am auffälligsten war für Aldrin der Horizont, vollkommen flach und scharf. Auf der Erde ist der Horizont durch die Krümmung des Planeten und die Lichtbrechung in der Atmosphäre immer leicht gebogen. Auf dem Mond, nur etwa ein Viertel der Erddurchmesser, ist die Krümmung viel schwächer und ohne Atmosphäre gibt es keine Streuung oder Dunst. Der Horizont wirkt daher wie eine harte Linie, die Landschaft endet abrupt. Ein Gefühl der absoluten Isolation und Klarheit. Aldrin sagte später, es war eine Einsamkeit, die man spüren konnte, prächtig und doch trostlos zugleich. Seine Beobachtungen halfen nicht nur der Wissenschaft, sondern prägten für immer unser Bild vom Mond. Ein stiller, zeitloser Ort voller roher Schönheit. Diese Worte bleiben ein Meilenstein. Sie machen die ferne Welt für uns greifbar und erinnern uns daran, wie einzigartig unser blauer Planet ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.